Herzlich willkommen zu einer nächsten weiteren Folge des Steuerfrei-Podcasts. Mein Name ist Melchior Neumann. An meiner virtuellen Seite sitzt Ken Kuiper und wir wollen heute uns mal mit einem Thema beschäftigen, zu dem habe zumindest ich in den letzten Wochen unfassbar viele Fragen bekommen, also ungelogen Hunderte. Es liegt ein bisschen auch daran, weil ein Video auf TikTok viral gegangen ist, und zwar das Thema Kleinunternehmerregelung. Ken, vielleicht magst du einmal ganz kurz einen Überblick geben, was ist denn das eigentlich? Die Kleinunternehmerregelung stammt aus dem Bereich der Mehrwertsteuer. Formell heißt die Mehrwertsteuer Umsatzsteuer, deswegen Umsatzsteuer. Das wird ganz häufig verwechselt mit dem Begriff des Kleingewerbes, aber das ist was völlig anderes. Also diesen Begriff Kleingewerbe gibt es eigentlich im Steuerrecht gar nicht so richtig. Also das, was die meisten meinen, wenn sie von einem Kleingewerbe sprechen, ist faktisch der Kleinunternehmer. Und der Kleinunternehmer hat die Besonderheit, dass er grundsätzlich keine Umsatzsteuer abführen muss. Also wir sind normalerweise, wenn wir selbstständig tätig sind, ein Unternehmer im Sinne des Umsatzsteuergesetzes, und das führt dazu, dass wir in der Regel Mehrwertsteuer ausweisen müssen. Aber eben die große Ausnahme, wenn wir Kleinunternehmer sind, müssen wir das nicht. Das bietet manche Vorteile, das bietet manche Nachteile. Das kommt immer ganz darauf an, wer sind eigentlich meine Kunden? Bin ich vielleicht eher im B2C-Markt unterwegs, also bediene ich eher Verbraucher? Oder bediene ich vielleicht andere Unternehmer? Also was ist überhaupt mein Business Case? Womit mache ich mich überhaupt selbstständig? Davon hängt so ein bisschen die Frage ab, ob die Kleinunternehmerregelung für einen selbst eine gute Sache ist. Auf der anderen Seite ist sie natürlich auch davon abhängig, was habe ich vielleicht für Anfangsinvestitionen? Muss ich vielleicht viel Equipment oder sowas kaufen? Da können wir gleich nochmal näher drauf eingehen. Aber die Kleinunternehmerregelung ist quasi die große Ausnahme von der Mehrwertsteuerpflicht, der sonst eigentlich alle Unternehmer unterliegen würden. Ja, und also das ist, glaube ich, auch der häufigste Irrtum, den hast du schon angesprochen, dieses Kleingewerbe. Man sieht das ehrlicherweise auch, wenn man mal schaut, wonach die Leute so googeln. Steht auch ganz häufig so Freiberufler Kleingewerbe anmelden. Das widerspricht sich. Steuerlich gesehen ist man Freiberufler oder Gewerbetreibender. Das heißt, man kann als Freiberufler kein Kleingewerbe anmelden, aber man kann halt die Kleinunternehmerregelung auswählen, weil die, wie du sagst, sich nur auf die Umsatzsteuer bezieht. Und das ist auch ein wichtiger Punkt. Es ist dann auch nur die Umsatzsteuer. Das heißt, mit der Einkommensteuer oder mit der Gewerbesteuer hat das Ganze erstmal gar nichts zu tun, sondern es bezieht sich wirklich nur auf die Umsatzsteuer. Und ganz konkret, du hast gesagt, man weist es nicht aus, oder also man zahlt auch keine, man macht auch keine Umsatzsteuervoranmeldung dementsprechend und inzwischen auch keine Umsatzsteuerjahreserklärung mehr. Das heißt, man muss keine Umsatzsteuererklärung als Kleinunternehmer abgeben. Das war viele Jahre, eigentlich ehrlicherweise bis dieses Jahr, immer so, dass man trotzdem noch eine Umsatzsteuererklärung abgeben musste, und man muss sie tatsächlich auch noch für letztes Jahr abgeben. Also die es noch nicht gemacht haben, für letztes Jahr noch einmal eine letzte abgeben und dann ist für immer vorbei. Das ist jetzt kein neues, doch relativ neu. Das haben sie Anfang diesen Jahres, ich glaube im Wachstumschancengesetz, irgendwann endlich mal abgesägt, weil es auch ehrlicherweise inhaltlich überhaupt keinen Sinn ergibt, dass man, wenn man nichts mit Umsatzsteuer zu tun hat, trotzdem eine Umsatzsteuererklärung machen muss. Haben sie jetzt auch eingesehen. Ja, es kommt ein bisschen drauf an. Also du kannst auch als Kleinunternehmer, das wissen auch viele nicht, du kannst als Kleinunternehmer tatsächlich auch in die Pflicht kommen, Umsatzsteuer abzuführen, wenn du Leistungen aus dem Ausland beziehst. Ja. Und sowas kommt eben häufig vor, wenn man beispielsweise ein Software-Abo von Microsoft, von Dropbox, von Google, man schaltet bei Google Werbeanzeigen oder bei Meta. Das sind alles Unternehmen, die in Irland sitzen. Und in dem Moment, in dem ich solche Leistungsbeziehungen habe ich ja plötzlich einen irischen Unternehmer, der an mich als deutschen Unternehmer was erbringt. Und das unterliegt dem Reverse-Charge-Verfahren. Und davor ist man auch als Kleinunternehmer nicht geheilt. Und das führt dann häufig zu der Situation, dass ich plötzlich Umsatzsteuer abführen muss, habe keine Vorsteuer, die ich gegenrechnen kann und muss dann tatsächlich noch was nachzahlen. Das wissen viele nicht. Also ich stimme dir zu, das ist auf jeden Fall eine Vereinfachung, aber aufgrund dessen, dass unsere Welt mittlerweile so vernetzt ist, ist es eben doch häufiger, als man denkt, so, dass der Kleinunternehmer trotzdem zumindest wegen diesen Reverse-Charge-Themen dann doch Umsatzsteuer abführen muss. Und das wissen viele gar nicht. Es ist sowieso, ich glaube, man kann per se sagen, wenn man international arbeitet, und das macht man ganz häufig, wenn man im Internet arbeitet, weil man Tools irgendwo von irgendwelchen Softwareunternehmen, die irgendwo in der EU oder auf der Welt sitzen, bezieht. Und dann passiert genau das, was du sagst. Es ist nämlich als Kleinunternehmer gar nicht so, dass man keine Umsatzsteuer zahlt. Nee, eigentlich zahlt man sogar, wahrscheinlich müsste man mal eine Vergleichsrechnung machen, ganz häufig sogar mehr Umsatzsteuer. Man zahlt halt immer den Bruttobetrag. Das heißt, man hat mit der Umsatzsteuer nichts zu tun. Das heißt, man weist nicht nur keine Umsatzsteuer aus, sondern wenn ich, keine Ahnung, beim Mediamarkt Saturn mir einen Laptop kaufe, dann zahle ich auch da die Umsatzsteuer mit und habe keine Möglichkeit, mir die wiederzuholen im Rahmen von einer Umsatzsteuervoranmeldung. Also diese auf der Ausgabenseite, die Vorsteuer, die kann ich als Kleinunternehmer auch nicht geltend machen.
Wenn ich mir jetzt aber, keine Ahnung, Werbung auf Instagram schalte, dann zahle ich an Facebook, an den Meta-Konzern nur den Nettobetrag. Das heißt, die Umsatzsteuer, die fehlt noch und die muss ich dann, wie du sagtest, ja in Deutschland noch abführen. Erstens, was viele Leute nicht wissen. Das heißt, da wird das Ganze schon mal schwieriger und dann ist das auch hinfällig mit der Befreiung von der Umsatzsteuererklärung und Voranmeldung und so weiter. Dann muss ich es halt trotzdem machen und muss es auch trotzdem bezahlen. Das heißt, da hilft mir die Kleinunternehmerregelung gar nicht. Und was ich bei uns in der Kanzlei ganz, ganz häufig sehe, ist, dass Leute die Kleinunternehmerregelung wählen, aber ihre Kunden im Ausland haben. Und das ergibt ganz häufig auch überhaupt gar keinen Sinn. Ich nehme mal mich selbst als Beispiel. Ken hat auch einen YouTube-Kanal. Ich kenne deine Einnahmen nicht. Bei mir ist es jetzt gerade so, das läuft gar nicht mal so schlecht. Ich kriege 4.000 € im Monat AdSense-Einnahmen. Und das heißt, ich bin der leistende Unternehmer und ich gebe quasi YouTube, Google die Möglichkeit, meine Videos zu vermarkten. Und dafür werde ich bezahlt in Höhe von ungefähr 4.000 €. Und mein Kunde ist YouTube in Irland. Das heißt, ich habe eine Geschäftsbeziehung mit einem Kunden im EU-Ausland und darauf ist ja sowieso keine Umsatzsteuer, weil da gilt das Reverse-Charge-Verfahren andersrum. Das heißt, da müsste ich sowieso keine Umsatzsteuer drauf ausweisen. Und was ich ganz häufig mitbekomme, ist, dass da Leute die Kleinunternehmerregelung wählen, weil sie sagen, da muss ich ja keine Umsatzsteuer zahlen. Das Problem ist, auf diesen Umsatz wäre sowieso keine Umsatzsteuer drauf. Das heißt, es ist sowieso ein Nettobetrag. Wenn ich jetzt aber die Kleinunternehmerregelung wähle, dann habe ich den Nachteil, dass ich auf der Kostenseite die Vorsteuer nicht geltend machen kann und nichts gewonnen. Also auf der Einnahmenseite wäre sowieso keine Umsatzsteuer drauf gewesen. Und in solchen Konstellationen ist die Kleinunternehmerregelung glasklares Eigentor. Und das sehe ich tatsächlich relativ häufig bei Content-Creatern. Und dann ist auch egal, ob es YouTube ist, ob es Twitch ist, ob es TikTok ist, ob all diese Plattformen, aber auch große Affiliate-Netzwerke, wenn ich mein Geschäftsmodell in erster Linie Affiliate-Marketing irgendwie ist, die sitzen auch ganz häufig irgendwie auf Mittelmeerinseln, diese ganzen Affiliate-Plattformen. Oder aber wenn ich Bücher verkaufe über Amazon, dann ist das Kindle Direct Publishing, dann ist mein Kunde quasi Amazon, die sitzen in Luxemburg, auch ein anderes EU-Land. Das heißt, wenn ich all diese fast klischeehaften Online-Businesses betreibe, ist ganz häufig die Kleinunternehmerregelung eigentlich nachteilig, weil die ganzen Umsätze sowieso ohne Umsatzsteuer gewesen wären. Das sehe ich ganz, ganz, ganz häufig. Deswegen bitte, liebe Zuschauer und Hörer, wenn ihr so ein Geschäftsmodell habt, überlegt dreimal, ob diese Kleinunternehmerregelung für euch Sinn ergibt. Die ist in den meisten dieser Geschäftsmodelle nur nachteilig und bietet fast keine Vorteile. Ich würde das generell jedem anraten, zu überlegen, weil es ist dieses Reverse-Charge-Thema, was die allermeisten nicht auf dem Schirm haben. Es ist das, was du angesprochen hast mit internationalen Geschichten in die andere Richtung, also dass ich Kunden im Ausland habe. Das ist ja dann aber auch irgendwann so, dass man hoffentlich, wenn man sein Unternehmen so richtig betreibt, auch über die Grenze drüber kommt. Dann habe ich natürlich einen Aufwand mit der Umstellung Kleinunternehmer auf Regelbesteuerer. Das muss man ja auch überwachen. Da gibt es verschiedene Umsatzgrenzen, können wir ja gleich nochmal drauf eingehen. Also ich sag mal, der Korridor der Leute, für die die Kleinunternehmerregelung wirklich einen Vorteil bietet, ist, glaube ich, gar nicht so groß, wie das die allermeisten denken. Weil die allermeisten verwechseln ja Kleinunternehmer und Kleingewerbe und denken, als Kleinunternehmer zahle ich keine Steuern, aber das stimmt ja nur für die Umsatzsteuer, haben wir ja schon geklärt. Also auch der Kleinunternehmer muss natürlich für seinen Gewinn Einkommensteuer bezahlen und auch der muss eine Einnahmenüberschussrechnung abgeben. Also insofern, es ist eine punktuelle Bürokratievereinfachung. Es ist jetzt aber nicht, ich sag mal, komplett in allen Lebenslagen steuerfrei. Und es lohnt sich eigentlich aus meiner Wahrnehmung nur für die Unternehmer, die mehr Umsatz machen, als sie an Leistungsbezügen haben. Also mein Ausgangsumsatz wäre höher als mein potenzieller Vorsteuerabzug und ich bin im B2C-Markt unterwegs. Ich habe also Privatkunden in Deutschland, weil wenn ich jetzt zum Beispiel den Hochzeitsfotografen nehme, es interessiert das Brautpaar nicht, ob das 1.500 € brutto wie netto oder 1.500 € brutto sind, die ich am Tag bekomme. Für das Brautpaar ist klar, uns kostet der Fotograf 1.500 €. Das heißt, wenn ich Kleinunternehmer bin, bleiben von den 1.500 € Umsatz eben auch 1.500 € erstmal hängen und ich muss dann nur noch den Gewinn versteuern. Beim Regelbesteuerer müsste der dann noch die 19% erstmal abführen. Das heißt, in so einem Szenario, ich habe Privatkunden, die interessiert es nicht, ob das brutto wie netto oder nur brutto ist, plus ich habe relativ geringe Kosten. In so einem Szenario lohnt sich die Kleinunternehmerregelung. Bei allen anderen, finde ich, muss man das immer gut überlegen, will man das nicht, weil irgendwann kommt dann wieder der Wechsel und das ist alles auch wieder ein bisschen Arbeit. Deswegen bin ich da tatsächlich gar nicht so der Riesenfreund von, muss man genau prüfen, ob es eine Vereinfachung bringt. Ja, und damit kommen wir zu den Grenzen, die du gerade auch angesprochen hast. Ich erinnere mich noch an einen Mandanten, da hatten wir so ein Erstgespräch und ich habe ihn auch gefragt, wie sieht es aus mit Kleinunternehmerregelung, und ich liebe seine Antwort. Deswegen liebe Grüße, falls du das jemals hörst und siehst. Den frage ich, ob er Kleinunternehmer ist und er so, nee, ich bin Großunternehmer.
Fand ich geil. Ich möchte jetzt nicht auf die Schiene Mindset gehen, aber man sollte sich schon Gedanken machen. Bis jetzt konnte man die Kleinunternehmerregelung halt nachhaltig in Anspruch nehmen bei 22.000 Euro Umsatz im Jahr. Da ist der Gewinn ja in der Regel noch ein bisschen niedriger, weil man hat ja ein paar Betriebsausgaben, ob man davon wirklich ernsthaft auch nachhaltig leben kann. Und wenn man schon bei der Gründung weiß, dass man sowieso diese Grenze sehr zeitnah überschreiten wird, dann ist meine Empfehlung eigentlich, dann kann man auch von vornherein drauf verzichten. Gerade wenn man Unternehmenskunden hat, dann muss man das umstellen. Bei Endkunden, Privatkunden, wie du sagst, ist es vielleicht noch vertretbar, das vielleicht ein Jahr zu machen, aber man weiß ja zum Zeitpunkt der Gründung sowieso schon, die Kleinunternehmerregelung ist kein dauerndes Modell und dann ist es vielleicht auch einfacher, sich am Tag 1 schon mit dem Thema Umsatzsteuer und so zu beschäftigen und einfach von vornherein darauf zu verzichten. Deswegen, ja, gehe ich mit. Man sollte irgendwie mehr auf der Umsatzseite mehr haben als auf der Ausgabenseite. Es ist idealerweise bei Endkunden. Ich sage meistens, wenn es so ein Nebenjob ist, so eine nebenberufliche Selbstständigkeit, da kann man sich auch über 22.000 Euro Umsatz freuen. Für eine hauptberufliche Selbstständigkeit reicht das einfach nicht, weil, keine Ahnung, was bleibt da übrig? 15.000, 12.000 Euro Gewinn, je nach Geschäftsmodell. Davon kann man ja nicht leben. Und wie viele E-Commerce-Betreiber ich sehe, die Kleinunternehmerregelung in Anspruch nehmen, frage ich mich wirklich, warum? Da hat man dann eine Marge von 10% oder so. Da reden wir über 2.000 Euro Gewinn im Jahr. Ich möchte niemandem seine nebenberufliche Selbstständigkeit absprechen, aber das für 2.000 Euro im Jahr plus einen Versandhandel, Online-Shop zu betreiben, Werbung zu schalten und so weiter, da muss man sich wirklich Gedanken machen, ob die Kleinunternehmerregelung da das Richtige ist. Genau, und wir haben jetzt über die Umsatzgrenzen gesprochen. Das kann ja quasi nicht jeder. Und das ist auch der Grund, warum wir heute die Folge aufnehmen, weil tatsächlich ändert sich bei den Umsatzgrenzen so ein bisschen was. Was genau denn? Ja, die Umsatzgrenzen bei dieser Kleinunternehmerregelung, die sind nicht ganz so leicht zu verstehen. Ich versuche es mal relativ einfach zu erklären an einem Beispiel. Stellen wir uns mal vor, wir sind am 01.01.2024 hingegangen und haben uns selbstständig gemacht. Also Anfang diesen Jahres haben wir uns selbstständig gemacht. Dann hätte man für die Frage, ob die Kleinunternehmerregelung in der bisherigen Fassung greift, prüfen müssen, ob der Vorjahresumsatz maximal 22.000 Euro betragen hat und ob der Umsatz im laufenden Jahr maximal 50.000 Euro betragen wird. Also es gab zwei verschiedene Grenzen, immer die Vorjahresgrenze und die Grenze des aktuellen Jahres. Bei Gründungen gibt es die Besonderheit, da gibt es ja kein Vorjahr, dann nimmt man sich quasi die 22.000 Euro Grenze und überlegt, wird das dieses Jahr mehr oder weniger sein? Also man muss quasi eine Prognose machen. Also ich habe 2024 gegründet, dann müsste ich Anfang von 2024 eben für mich überprüft haben, werde ich dieses Jahr über 22.000 Euro kommen, ja oder nein? Und wenn ich gesagt habe, nein, werde ich nicht, und diese Prognose ist auch jetzt nicht groß anfechtbar, dann bin ich erstmal Kleinunternehmer. Wenn ich dann tatsächlich in 2024 über diese Grenze drüber gekommen wäre, über die 22.000, wäre ich eigentlich ab dem Folgejahr dann schon Regelbesteuerer, weil wenn wir am 1.1. des Folgejahres uns hinsetzen, würden wir feststellen, Moment mal, im Vorjahr hast du ja die 22 tatsächlich überschritten, also bist du Kleinunternehmer. Man kann den Fall noch abwandeln, sagen wir mal, ich war unter den 22.000 im Vorjahr, dann kam es auf eine Prognoseentscheidung an, ob ich 50.000 Euro überschreite. Wenn man das mit Ja beantworten konnte, dann war man auch schon Regelbesteuerer. Wenn man sagen konnte, nee, ich werde die 50.000 dieses Jahr nicht schaffen, war man immer noch Kleinunternehmer. Selbst wenn man dann im Laufe des Jahres die 22 überschritten hat, galt das dann immer erst fürs nächste Jahr. Das heißt, es war in der bisherigen Fassung so, dass man eben diese beiden Umsatzgrenzen prüfen musste. Diese 50.000 Euro Grenze war eher theoretisch, weil wie will ich diese Prognoseentscheidung treffen? Wie will ich diese Prognoseentscheidung dokumentieren? Es kam also vor allem darauf an, hast du im Vorjahr die 22.000 überschritten? Ja oder nein? Ja, das hätte man jedes Jahr prüfen müssen. Und sobald ich die 22.000 überschritten habe, wäre ich dann auch in die Regelbesteuerung gekommen. So war die bisherige Fassung von diesen Umsatzgrenzen. Das war so ein bisschen die Idee. Und was da ein Problem war, dass viele Kleinunternehmer das gar nicht richtig überwachen. Also viele Kleinunternehmer gehören dann auch der Fraktion an, ich schreibe meine Rechnung mit Word und Excel und nutze jetzt nicht irgendwie Lexware Office, Safdesk oder irgendwelche anderen Tools, wo man ja den Umsatz direkt sehen kann, sondern die meisten Kleinunternehmer schreiben dann auch nicht so viele Rechnungen und machen das dann irgendwie mit Word und Excel und haben dann meistens gar keinen Überblick, wie viel Umsatz habe ich eigentlich dieses Jahr gemacht, aber man hätte eben Anfang Januar im Folgejahr prüfen müssen, habe ich im letzten Jahr die 22 überschritten oder nicht, damit man dann die nächste Rechnung, wenn man ein Regelbesteuerer wäre,
dann auch mit 19% abrechnet. Ich kenne eine ganze Reihe von Kleinunternehmern, die das nicht auf dem Schirm hatten, und dann geben die irgendwann ihre Unterlagen zum Steuerberater und der stellt dann fest, ach, du bist eigentlich seit 8 Monaten schon Regelbesteuerer. Ja. Und dann wurden aber die ganzen Rechnungen immer noch brutto wie netto geschrieben und dann hast du Probleme, dieses Geld vom Kunden oder nachzufordern und musst plötzlich aus dem, was du da abgerechnet hast, noch die Umsatzsteuer rausrechnen. Deswegen, das muss man auf jeden Fall auch auf dem Schirm haben. Das war die bisherige Fassung. Melchior, ich hatte gehört, du wolltest intervenieren. Nee, also gar nicht widersprechen, sondern es ist tatsächlich so Praxisfragen, weil, wie gesagt, ich habe dazu schon sehr viele Fragen bekommen. Eine ganz häufige Frage war immer, wie ist denn das mit dem ersten und dem zweiten Jahr und was ist denn im dritten Jahr? Aber du hast es eigentlich genau richtig gesagt, aber die Frage kommt trotzdem immer wieder. Es ist nicht das erste, zweite, dritte Jahr nach der Gründung, sondern es ist immer das laufende Jahr und das Vorjahr. Das heißt, jetzt haben wir 2024 und am 1. Januar 2025 haben wir halt ein neues laufendes Jahr und ein neues Vorjahr. Das heißt, zum jedem 1. Januar wird ja das laufende Jahr zum Vorjahr. Und man kann diese Kleinunternehmerregelung immer in Anspruch nehmen, wenn man immer beide Umsatzgrenzen unterschreitet. Diese Frage habe ich so häufig gesehen, wie ist das denn im dritten Jahr und im vierten Jahr? Weil es ist nicht das erste und das zweite Jahr, sondern es ist immer das Vorjahr und das laufende Jahr. Und das ändert sich natürlich mit den Jahren, wenn sie vorbei sind. Und der zweite Punkt, den hattest du auch schon angesprochen, ich wollte ihn nur nochmal hervorheben, weil das sind wirklich die häufigsten Fragen und das tut dann auch echt weh, ist, dass die Veränderungen von Nicht-Kleinunternehmerregelungen auf Regelbesteuerung wirklich immer nur zum Jahreswechsel möglich war. Du hast den einen Punkt angesprochen, da war immer so ein bisschen Drama, wenn man eine Steuerberatung sieht und denkt so, scheiße, der Mandant ist eigentlich schon seit 8 Monaten kein Kleinunternehmer mehr, schreibt die ganzen Rechnungen aber schon noch ohne Umsatzsteuer. Das ist das, wie du gesagt hast, schon wahnsinnig teuer. Genau das Gleiche sehe ich, wenn da jemand und zwar sehr aufmerksam war und dann aber die Regel nicht ganz verstanden hat und dann unterjährig plötzlich angefangen hat, Umsatzsteuer auszuweisen, weil er ja über 22.000 Euro Umsatz war. Das ist fast genauso blöd, weil eine falsch ausgewiesene Umsatzsteuer muss halt trotzdem auch gezahlt werden, auch wenn man eigentlich noch Kleinunternehmer gewesen ist. Das habe ich schon sehr, sehr häufig gesehen. Deswegen, das wollte ich nur ergänzen, weil das sind Fälle, die ich in der Praxis ganz häufig schon gesehen habe und auch Fragen dazu ohne Ende bekommen habe. Und da wollte ich das an dieser Stelle nochmal ganz explizit sagen. Aber das ist jetzt ja gefühlt alles auch die Vergangenheit, beziehungsweise noch gültig bis zum 31.12.2024, weil ab 2025 ändert sich so ein bisschen die ganze Systematik. Und da du so schön dabei warst, darfst du mir jetzt auch erzählen, wann ich in Zukunft noch Kleinunternehmer sein darf. Sehr gerne. Also man hat jetzt die Grenze angepasst. Mit Wirkung zum 01.01.2025 wird jetzt auf einen Vorjahresumsatz von 25.000 Euro abgestellt. Also aus 22.000 bisher wird jetzt 25.000 Euro. Das ist ein bisschen die Besonderheit. Das gilt ja ab dem 01.01.25 und es gilt für den Vorjahresumsatz. Genau, die erste Frage, was ist mit 2024? Genau, wie viel Umsatz darf ich denn jetzt noch machen? Ja, also dadurch, dass das ab dem 01.01.25 gilt und diese 25.000 sich dann auf den Vorjahresumsatz beziehen, ist damit faktisch der diesjährige Umsatz gemeint. Der darf 25.000 Euro betragen, damit ich dann noch in der Kleinunternehmerregelung drin bin. Und die zweite Umsatzgrenze, diese 50.000 Euro, die hat man auf 100.000 Euro angehoben. Da gibt es allerdings eine große Besonderheit, nämlich bisher musste man zum Jahresbeginn eine Prognoseentscheidung treffen. Das war aber, wie gesagt, eher theoretisch, weil die Frage immer war, wie weise ich das denn gegenüber dem Finanzamt nach, dass ich diese Prognose gemacht habe? Also faktisch keine große Praxisrelevanz. Ich würde sagen, hast du das in der Praxis mal gemacht? Ich wurde, glaube ich, in meinem Leben nur ein einziges Mal vom Finanzamt gefragt. Das war ein Kleinunternehmer, der irgendwie 150.000 Umsatz gemacht hat, statt 50.000. Und dann hat das Finanzamt gefragt und hat gesagt, das ist ja komisch, du darfst ja nur, wenn du im laufenden Jahr unter 50.000 bist. Aber im Gesetz steht, wie du ja schon mehrfach gesagt hast, voraussichtlich 50. Und wir sind dann hingegangen, irgendwann im November und haben quasi rückwirkend einen Businessplan gemacht für das laufende Jahr, wo wir gesagt haben, naja, im Vorjahr lagen wir irgendwie bei 15.000. Und deswegen sind wir davon ausgegangen, dass wir dieses Jahr uns vielleicht verdoppeln, vielleicht verdreifachen, haben so ein bisschen Excel-Berechnung gemacht und haben gesagt, naja, so 100-200% Wachstum. Das heißt, wir sind davon ausgegangen, dass wir irgendwie so bei 45.000 Euro Umsatz landen. Und da haben wir so eine kurze Kalkulation gemacht für das Jahr und haben gesagt, naja, das war das, was wir voraussichtlich als Umsatz erwartet haben und haben das dem Finanzamt geschickt. Und dann war fein. Und dann ist auch vollkommen egal gewesen, dass wir tatsächlich schon bei über 150.000 waren. Also nicht wir, sondern der Mandant. Das war tatsächlich genau das, was man machen musste. Zugegebenermaßen hat das Finanzamt meistens nicht nachgefragt, weil es ist halt, also
wie willst du denn am 1. Januar realistisch deinen Umsatz des laufenden Jahres vorhersehen, wenn du nicht schon unterschriebene Verträge hast, sondern einfach ein Geschäftsmodell hast, wo halt einfach jeder Monat läuft irgendwie. Klar, also wenn du jetzt irgendwelche Verträge abgeschlossen hast, aus denen hervorgeht, dass man da schon deutlich mehr Umsatz macht, dann ist klar, aber in den meisten Fällen ist das ja nicht der Fall. Das heißt, diese 50.000 Euro, die konnte man eigentlich auch immer vergessen, weil das war wirklich, ich habe noch nie mitbekommen, dass da sich jemand aus der Kleinunternehmerregelung geflogen ist wegen diesen 50.000 Euro. Nein, das würde ich genauso sehen. Also ich kenne das jetzt aus diesem Eventbereich, da gibt es ja auch einige, die das nebenberuflich machen und dann Kleinunternehmer sind. Da könnte man es tatsächlich noch überprüfen, weil es könnte ja sein, dass ich zum Jahresbeginn schon so viele Hochzeiten und Events gebucht habe für das laufende Jahr, dass schon klar ist, ich werde die 50.000 überschreiten. Aber wenn man jetzt nicht gerade so einen Fall hat, dann ist das für mich auch eher eine theoretische Größe. Man hat jetzt jedenfalls aus diesen 50.000 100.000 gemacht, aber mit einem ganz entscheidenden Unterschied. Man stellt nämlich jetzt nicht mehr auf die Prognose ab, weil man scheinbar auch auf Seiten des Gesetzgebers gemerkt hat, dass das eher eine Theorie ist, sondern es kommt jetzt auf das tatsächliche Überschreiten an. Das heißt, wenn ich im laufenden Jahr, also nehmen wir mal an, ich habe im Vorjahr die 25.000 nicht überschritten, das wäre ja erstmal die Grundvoraussetzung. Wir sind im Jahr 2025, ich habe im Jahr 2024 20.000 Euro Umsatz gemacht, ich war also unter den 25, dann dürfte ich also noch Kleinunternehmer in 2025 sein. Wenn ich jetzt aber auf einmal am 3. September die 100.000 Euro Umsatz in 2025 überschreiten würde, wäre ich ab diesem Tag Regelbesteuerer. Und das ist insofern ein Novum. Bisher war es so, dass du immer nur zum Jahreswechsel von der Kleinunternehmerregelung zur Regelbesteuerung und umgekehrt wechseln konntest. In Zukunft durch diese neue Konstruktion wird es so sein, dass du theoretisch auch unterjährig in die Regelbesteuerung reinrutschen könntest, wenn du eben diese 100.000 überschreitest. Das bedeutet, man müsste als Kleinunternehmer in Zukunft, zumindest mal, wenn man so ein starkes Umsatzwachstum hat, noch genauer die Grenzen überprüfen, dass man also möglichst tagesgenau sehen kann, habe ich die 100.000 überschritten oder nicht, um da entsprechend gewappnet vor zu sein, weil ich ab dem Tag, ab dem ich die 100.000 überschreite, dann auch Regelbesteuerer bin und dann entsprechend auch Umsatzsteuer ausweisen muss. Ich glaube trotzdem, aufgrund dessen, dass 100.000 doch ziemlich viel Umsatz ist, ich glaube, dass diese Fälle wahrscheinlich nicht ganz so häufig vorkommen, bei denen ich im Vorjahr 20.000 Euro Umsatz gemacht habe und jetzt plötzlich 120.000 Euro im nächsten Jahr mache und immer noch als Kleinunternehmer gelte. Ich halte das für relativ unwahrscheinlich, dass es solche Fälle gibt, aber vereinzelt wird es sie sicherlich geben. Ja, das heißt, man müsste dort jetzt auf das tatsächliche Überschreiten abstellen, was bisher eher eine theoretische Prognose war. Und also das bedeutet rein praktisch für die Kleinunternehmer ja auch, also Buchhaltungsprogramm sollte man schon jetzt verwenden. Das ist sowieso, ich denke jetzt mit der kommenden E-Rechnungspflicht, kommen wir gleich noch dazu, zum Thema Kleinunternehmerregelung und E-Rechnungspflicht. Aber es ist schon, glaube ich, wenn man sich selbstständig macht, kann man sagen per se, man sollte sich jetzt mal mit einer Software beschäftigen. Es gibt ja auch Anbieter, wo man dann quasi nur das Rechnungsstellung macht, was denn kostenlos ist. Also ich würde empfehlen, weg von Word und Excel, man muss jetzt ja keine 30 Euro, 40 Euro im Monat Software benutzen, wenn man gerade erst anfängt. Aber es gibt schon Lösungen, da kann man kostenlos starten mit. Und dann wächst das Tool quasi mit. Aber man muss halt seine Umsätze im Blick behalten und das funktioniert halt ehrlicherweise ein bisschen besser, wenn man dafür ein Tool hat, als wenn man das so ein bisschen im Blindflug macht, weil das wird dann auch dann wieder teuer, wenn man dann irgendwann, und selbst wenn man dann einen Steuerberater hat und dann in einem die Buchhaltung gibt und der erzählt einem dann, es waren 120.000 Umsatz, die letzten 20.000 wären eigentlich umsatzsteuerpflichtig gewesen, haben wir da genau die gleiche Problematik, wie wir die in der Vergangenheit hatten, dass man dann da zwei Möglichkeiten hat, entweder läuft man noch den Kunden hinterher und sagt, ich war zu doof, Rechnung zu schreiben, kannst du mir nochmal die Umsatzsteuer überweisen, oder man entscheidet sich quasi, die Umsatzsteuer aus den eigenen Umsätzen zu bezahlen, was auch teuer ist, weil das irgendwie vielleicht so eine Umsatzreduzierung ist von gut 15%, die man machen muss, weil man erstmal aus den eigenen Umsätzen plötzlich die Umsatzsteuer abführen muss. Das heißt, man sollte da auf jeden Fall einen Überblick behalten und deswegen empfehle ich auch, da zumindest sich mal einen monatlichen Überblick zu verschaffen und dann weiß man ja, wenn man in die Nähe von den 100.000 kommt. Ich wünsche es jedem, aber wie du sagst, es ist wahrscheinlich aufgrund der Größe eher ein Ausnahmefall. Ich habe jetzt die E-Rechnungspflicht in Kombination mit Kleinunternehmerregelung angesprochen. E-Rechnung ist ja noch ein ganz großes neues Thema, hatten wir schon mal darüber gesprochen. Wie ist denn das für Kleinunternehmer mit der E-Rechnungspflicht? Müssen die eigentlich auch E-Rechnung schreiben? Ja, das ist ein Thema, was aus meiner Wahrnehmung echt an vielen Stellen falsch dargestellt wird. Also da merkt man wieder Qualitätsjournalismus. Ja, also Jahressteuergesetz wurde verabschiedet und überall stand,
Der Kleinunternehmer braucht keine E-Rechnung. Das stimmt tatsächlich aber auch wieder nur so halb. Deswegen sage ich Qualitätsjournalismus. Da merkt man immer, ob die Journalisten Steuerrecht verstehen oder nicht. Spoiler, die meisten tun es nicht. Also fast alles, was zu steuerlichen Regelungen irgendwo in den Nachrichten genannt wird, ist meistens falsch. Es gibt auch so komische Dokumentationen, die Welt der Superreichen zum Beispiel, wo dann auch die Erbschaftssteuer völlig falsch erklärt wird. Ich will da nicht zu tief drauf eingehen. So Reaction-Format machen auf sowas. Ich habe tatsächlich, also das ist tatsächlich ein Vorschlag, da werde ich in einer der nächsten Folgen auf dich zukommen. Ich habe so einen Ordner, wo ich so TikTok-Steuertipps abspeichere, weil das ist echt lustig. Also noch schlimmer als ich würde mal sagen, so klassische Medien, die haben zumindest ein bisschen wirtschaftlichen Sachverstand, sind aber Steuertipps auf TikTok. Das werde ich in Zukunft immer mal einstreuen, dass wir so 1, 2, 3 Steuertipps von TikTok behandeln. Aber zurück zur E-Rechnung. Aber genau, um zur Frage zurückzukommen. Es ist jetzt klargestellt worden mit dem Jahressteuergesetz, dass ein Kleinunternehmer keine E-Rechnungen schreiben muss. Das war vorher eigentlich von der Logik her auch schon klar, weil es ja immer hieß, ein steuerbefreiter Unternehmer muss keine E-Rechnungen schreiben. Es gab aber noch so eine formelle Regelungslücke. Man war sich unklar, ob der Kleinunternehmer denn wirklich drunter fällt, weil die Formulierung eigentlich auf eine andere Form der Steuerbefreiung abgestellt hat. Und jetzt hat man eben mit dem Jahressteuergesetz einen eigenen Paragraphen gemacht und hat gesagt, nein, der Kleinunternehmer fällt auch nicht unter die E-Rechnung. Das heißt, der Kleinunternehmer muss keine E-Rechnungen schreiben. Also egal, was der Kleinunternehmer für Kunde hat, ob B2C oder B2B, er muss, weil er als steuerfrei gilt, muss er keine E-Rechnungen schreiben. Das ist die Klarstellung, die der Gesetzgeber vorgenommen hat. Aber, und das ist das Entscheidende, deswegen sage ich, diese Artikel sind alle sehr irreführend, der Kleinunternehmer hat im Rechnungseingang natürlich trotzdem mit der E-Rechnung zu tun. Weil wenn wir uns jetzt die Telekom vorstellen, Mobilfunkanbieter, die prüfen, müssen wir eine E-Rechnung schicken oder nicht. Die gucken in § 14 Umsatzsteuergesetz in die neue Fassung und da steht, du musst per E-Rechnung abrechnen, wenn du eine steuerpflichtige Lieferung oder Leistung an einen Unternehmer im Inland hast. Und die sagen, naja, auch ein Kleinunternehmer ist ja ein Unternehmer. Ist auch so. Es gibt in dem Bereich keine Ausnahme für Kleinunternehmer. Das heißt, aus Sicht der Telekom, aus Sicht des Lieferanten liegt eine E-Rechnungspflicht vor. Das heißt, der Lieferant schickt in Zukunft seine Rechnung, Telekom-Mobilfunkrechnung, auch per E-Rechnung an den Kleinunternehmer. Das heißt, der Kleinunternehmer muss, genauso wie jeder andere Unternehmer auch, zumindest im Rechnungseingang in der Lage sein, die E-Rechnung zu empfangen und zu verarbeiten. Das heißt, daran hat sich gar nichts geändert. Und dass jetzt ein Kleinunternehmer tatsächlich im Rechnungsausgang E-Rechnungen schreiben muss, stand ehrlicherweise nie zur Debatte. Also war eigentlich schon von der Logik her klar, dass das nicht so sein kann und wurde jetzt eben nochmal gesetzgeberisch klargestellt. Daraus wurde aber die Riesensensation gemacht, der Kleinunternehmer braucht keine E-Rechnung. Aber es stimmt halt für den Rechnungseingang nicht. Und gerade der Rechnungseingang ist ja genau das, was zum 01.01.2025 ansteht. Deswegen bleibe ich bei meinen Aussagen, die ich immer getroffen habe. Jeder Unternehmer, egal ob Kleinunternehmer, steuerfreier Unternehmer, theoretisch sogar ein Verein. Ja, ein Verein, wenn er einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb betreibt, ist auch Unternehmer. Genauso wie auch der regelbesteuerte Unternehmer. Jeder Unternehmer muss sich mit der E-Rechnung ab dem 01.01.25 auseinandersetzen. Zumindest im Rechnungseingang. Rechnungsausgang ist eine ganz andere Baustelle, hat auch noch ein bisschen mehr Zeit. Aber dieser Rechnungseingang, der muss gemacht werden. Und das gilt unverändert auch für den Kleinunternehmer. Nur ist es eben klargestellt, er braucht keine E-Rechnung im Rechnungsausgang. Ja, genau. Und damit ist eigentlich die Änderungen, also da, wo sich ein regelbesteuerter Selbstständiger von den kleinen Unternehmern unterscheidet, das ist dann ab 27, ab 28. Aber gerade fürs Verarbeiten und auch fürs Versenden und die Umsatzübersicht bleibe ich bei meiner Aussage, es ist schon sehr sinnvoll, sich vielleicht mal mit einem professionellen Tool auseinanderzusetzen, weil da kann man diesen ganzen Rechnungseingang ganz gut managen. Man kann seine eigenen Umsätze im Blick behalten und wenn man so ein Tool hat, dann kann man sie in der Regel auch einfach schreiben. Und das ist jetzt eher wirklich, das ist dann mehr so eine allgemeingültige Tipp für Selbstständigkeiten. Man sollte irgendwie auch den Anspruch haben, wenn man heute gründet, vielleicht ab 2028 mal über 25.000 Euro Umsatz zu liegen. Also das ist jetzt auch nicht so ambitioniert, in 3 Jahren dann vielleicht mal in der Region zu sein. Das heißt, ich bin kein Fan davon zu sagen, das betrifft mich nicht, ich ignoriere das jetzt. So sind die meisten jetzt auch nicht. Aber es ist jetzt dann doch ein Thema, womit man sich mal beschäftigen sollte. Und ich bin sowieso immer Fan davon, dass man sich als Selbstständiger mal mit den rechtlichen Verpflichtungen auseinandersetzt. Gerade wegen dem Punkt, den wir vorhin angesprochen haben, dass die Kleinunternehmerregelung ganz häufig einfach gar keine Vereinfachungsregelung ist. Und zwar gerade im internationalen Kontext.
Und jetzt muss ich mir ein bisschen auf die Schulter klopfen für meine Moderationsskills, weil was sich bei der Kleinunternehmerregelung auch ändert, sind die internationalen Bezüge, weil bisher war die Kleinunternehmerregelung ja quasi ein rein deutsches Ding. Das heißt, nur deutsche Selbstständige mit Sitz in Deutschland konnten quasi diese Kleinunternehmerregelung in Anspruch nehmen. Und jetzt gilt das auch für Selbstständige nicht oder Unternehmen, die nicht in Deutschland sitzen. Und andersrum genauso. Das heißt, auch deutsche Unternehmen können unter Umständen in anderen Ländern die Kleinunternehmerregelung in Anspruch nehmen. Auch das ging so einfach nicht. Das ist alles noch irgendwie gefühlt so ein bisschen verworren. Und dann gibt's jetzt eine neue Nummer und ganz viel verwirrend. Magst du da einen kleinen Überblick geben vielleicht? Wie verändert sich da was? Gibt's da irgendwelche Grenzen? Kann ich jetzt steuerfrei ins Ausland verkaufen? Das kann ich gerne machen. Ich muss nur gerade noch meine Gänsehaut auskurieren wegen deiner wahnsinnig tollen Überleitung, die du gemacht hast. Ein Spaß beiseite. Aber ja, in der Tat. Also bisher war es so, ich habe zum Beispiel auch einen Mandanten gehabt, der Leistungen in die USA erbringt, aber auch in Deutschland den Kleinunternehmerstatus hat. Bisher war es so, das steht ganz klar im Gesetz drin, der Kleinunternehmer gilt für Umsätze, die im Inland erbracht werden. Das heißt, der deutsche Kleinunternehmer, der in Deutschland eine Leistung ausführt, der fiel unter die Kleinunternehmerregelung. Aber der deutsche Kleinunternehmer, der im Ausland einen Umsatz ausführt, fiel eben nicht unter die Kleinunternehmerregelung, weil dieser Umsatz keinen Inlandsbezug hatte und mangels Inlandsbezugs galt dann auch diese Kleinunternehmerregelung nicht. Häufig war das nicht mit einer Konsequenz verbunden, weil das dann meistens unter das Reverse-Charge-Verfahren fällt. Oder wenn man eine Lieferung ausführt, fällt es meistens unter den innergemeinschaftlichen Erwerb oder Ausfuhr, Einfuhr. Also da gibt es verschiedene Besteuerungsmechanismen, die dann dafür sorgen, dass eben die Besteuerung im sogenannten Bestimmungslandprinzip oder im Bestimmungsland erfolgt. Aber darf ich da einmal ganz kurz reingrätschen, weil das ist tatsächlich auch eine ganz häufige Frage, die ich bekommen habe. Wenn ich als Kleinunternehmer eine Reverse-Charge-Leistung erbringe, was schreibe ich auf meine Rechnung? Reverse-Charge oder Kleinunternehmerregelung? Das ist auch eine wirklich, ich glaube, wahrscheinlich Top 5 der Fragen, die ich unter meinen Videos bekomme. Reverse-Charge. Du sagst jetzt, da schreibe ich Reverse Charge drauf, weil Ort der Leistung ist ja nicht in Deutschland, aber damit fällt das quasi auch nicht unter die Umsatzgrenzen, weil ist ja auch kein deutscher Umsatz. Ja, so sehe ich das. Habe ich ihn fast sprachlos gemacht. Ich musste kurz überlegen, weil das tatsächlich zwei Fragen sind. Das eine ist die Frage, ob die Kleinunternehmerregelung anwendbar ist und das andere ist die Frage, was in diesen Gesamtumsatz überhaupt reinzählt. Deswegen musste ich kurz überlegen, aber tatsächlich wird in beiden Fällen auf den Inlandsumsatz abgestellt. Und da gab es so wahnsinnig viel Verwirrung und Reverse Charge führt natürlich trotzdem dazu, dass man in Deutschland keine Umsatzsteuer zahlen muss. Und letztendlich verändert sich das jetzt gerade sowieso wieder. Deswegen, wir sollten gar nicht so viel darüber sprechen, wie die Regelung in 2024 und den Jahren davor ist. Die Kleinunternehmerregelung wird internationalisiert jetzt oder zumindest europäisiert. Genau, also es gibt jetzt in Zukunft ein besonderes Meldeverfahren. Du kannst also beim Bundeszentralamt für Steuern in Bonn eine spezielle Kleinunternehmernummer beantragen. Und mit dieser Nummer kannst du dich dann in Europa als Kleinunternehmer sozusagen ausweisen. Und wenn das passiert, dann weiß der andere Unternehmer, beispielsweise der französische Kunde von dir, der weiß dann, dass du Kleinunternehmer bist und dass er eben gar keine Umsatzsteuer abführen muss, auch nicht über Reverse-Charge-Verfahren. Und dafür muss man einfach diese Nummer beantragen. Und dann wäre das Thema auch erledigt. Das heißt, wenn ein Kleinunternehmer in Zukunft internationale Leistungen ausführt, dann wäre meine Empfehlung, sollte man sich diese Nummer besorgen, dann kann man sich eben in der Europäischen Union auch als Kleinunternehmer ausweisen. Bisher ist das tatsächlich mehr oder weniger runtergefallen, weil du hattest eben keine Möglichkeit, im EU-Ausland deinen Kleinunternehmerstatus kundzutun. Das geht jetzt in Zukunft mit dieser Nummer. Brauchen aber nur die Kleinunternehmer, die wirklich auch ins Ausland Leistungen erbringen. Also wer mit dem Ausland nichts zu tun hat oder nur Leistungen vom Ausland bezieht, weil er ein Software-Abo oder sowas hat, der braucht diese Nummer nicht. Es geht wirklich um die Fälle, dass ich als Kleinunternehmer etwas ausführe im Ausland, dann brauche ich dann macht es Sinn, diese Nummer zu beantragen, damit dann eben der andere Unternehmer das dann auch weiß und nicht die Umsatzsteuer dort nach Reverse Charge noch abführt. Da bin ich ehrlicherweise doch schon gespannt, wie das Ganze, ich will mal sagen, funktioniert. Ich habe gerade bei EU-Geschäften, das merkt man so ein bisschen beim E-Commerce, beim Bundeszentralamt für Steuern regelmäßig zu tun hat, die haben jetzt auch gerade viel damit zu tun, die Wirtschaftsidentifikationsnummer zu vergeben und so weiter. Ich bin mal gespannt, wie es dann tatsächlich in der Praxis nächstes Jahr einfach auch gelebt wird, wie sehr das homogenisiert wird, weil wir reden jetzt ja über das deutsche Gesetz. Letztendlich muss man da bei solchen Sachen auch immer überlegen, was machen gerade die anderen Länder. Man kann jetzt auch als ausländischer Unternehmer in Deutschland auch die Kleinunternehmerregelung wählen. Du hast jetzt natürlich erzählt, wie ist das generell als deutscher Unternehmer, wenn ich EU-weit Kleinunternehmer sein will. Aber letztendlich ist es ja nicht nur die deutsche Gesetzgebung, sondern alle in der EU. Bin ich tatsächlich sehr, sehr gespannt. Kann man auch, ich will mal sagen, die praktische Umsetzung, die
kann man ja nicht theoretisch regeln. Da müssen wir dann in einem halben Jahr nochmal ein Review machen zu dem, wie entwickelt sich das eigentlich. Gibt es denn aus deiner Sicht noch irgendetwas, möchtest du Kleinunternehmern noch irgendwas mit an die Hand geben, auf den Weg geben, was jetzt wichtig wäre zu beachten? Gibt es da irgendetwas, wo du sagst, das muss noch ein Kleinunternehmer sowohl in 24 als auch in 25 wissen? Ja, zwei Punkte. Zum einen, ich würde mir wirklich gut überlegen, ob die Kleinunternehmerregelung für mich die richtige ist. Also wenn ich sage, ich will jetzt dauerhaft im Nebenberuf ein kleines Business noch betreiben und meine Kunden sind Privatkunden und ich habe auch nicht hohe Anschaffungen, dann okay. Dann macht die Kleinunternehmerregelung wahrscheinlich Sinn. Wenn ich aber sage, ich will das vielleicht perspektivisch auch mal hauptberuflich machen, bin ich der Meinung, sollte man sich das genauer überlegen, weil gerade am Anfang hast du ja die hohen Investitionen und wenn du sowieso irgendwann in die Regelbesteuerung übergehen wirst, weil du eben sagst, ich will es mit etwas größeren Ambitionen verfolgen, die Selbstständigkeit, dann tut man sich meines Erachtens keinen Gefallen, wenn man gerade am Anfang, wo die Investitionen noch am höchsten sind, keinen Vorsteuerabzug hat, sondern sollte man aus meiner Sicht im Zweifel sich das noch besser überlegen mit dieser Kleinunternehmerregelung, weil sie eben auch in der Anwendung relativ kompliziert ist und ich der Meinung bin, du hast am Anfang in deiner Selbstständigkeit ohnehin genug zu tun, genug andere Themen, die man lernen muss, dann muss man es nicht komplizierter machen, als es ist. Das also einfach gut überlegen, ist die Kleinunternehmerregelung ein Szenario, was für mich und meine beabsichtigte Selbstständigkeit passt. Das Zweite ist, das, was du angesprochen hattest mit Rechnungsprogrammen. Auch da, ich kriege das ja selber immer mit über meinen YouTube-Kanal und über irgendwelche E-Mails, die mich erreichen. Ich würde es nicht am Ende an diesen 10, 15 Euro scheitern lassen. Also gerade im Zuge der E-Rechnung macht es eben Sinn, dass man ein Tool nutzt, in dem man sich eine E-Rechnung, egal ob jetzt Zugpferd oder X-Rechnungsformat, vernünftig visualisieren kann. Es macht Sinn, dass man ein Tool hat, mit dem man vernünftige Rechnungen schreiben kann, die auch ordnungsgemäß sind, wo man nicht versehentlich eine Rechnungsnummer mal vergisst, wo man nicht irgendwie manuell irgendwas hochzählen muss, wo man nicht manuell jedes Mal prüfen muss, habe ich alle Pflichtangaben erfüllt. Das macht einfach Sinn, diesen Komfort. Und wenn ich da zum Beispiel an Lexware Office oder Safdesk denke, du kannst da direkt aus dem Programm die Rechnungen rausschicken per E-Mail. Du brauchst die noch nicht mal groß runterzuladen. Du schreibst die Rechnung, dann sagst du per E-Mail senden und dann ist sie in dem Moment beim Kunden. Wirst also auch unterstützt. Und du kannst ja beispielsweise auch hingehen und kannst dort ein Bankkonto anbinden. Das ist auch so ein Tipp, den ich jedem geben würde. Macht es direkt von Anfang an richtig. Besorgt euch ein eigenes Geschäftskonto. Richtet euch auf dem Geschäftskonto ein Steuerrücklage-Unterkonto ein. Denkt dran, dass ihr auch als Kleinunternehmer auf den Gewinn Einkommensteuer zahlen müsst. Also bitte legt euch schon mal ein bisschen was zur Seite auf diese Steuerrücklage. Und auch diese Bankkonten zum Beispiel kannst du in so eine Software anbinden. Das heißt, du kannst so eine Software, wenn du ein vernünftiges Bankkonto hast, du hast so eine Software, du kannst ja nicht nur Rechnungen schreiben, es geht ja nicht darum, dass du eine gesetzliche Pflicht erfüllst, sondern du hast auch Komfort, du kannst die Rechnungen relativ einfach an den Kunden schicken, du kannst dein Bankkonto anbinden, darüber kannst du dann wiederum gucken, welche Rechnungen sind bezahlt, welche sind nicht bezahlt, du hast noch verschiedene Online-Banking-Funktionen und wenn du dann zum Beispiel deinen Jahresabschluss von einem Steuerberater machen lässt, kann der sich das mit einer Schnittstelle alles rausziehen und du hast schon mal wieder ein bisschen Arbeit gespart mit irgendeinem Pendelordner und irgendwelchen komischen analogen Workflows. Also ich bin der Meinung, die 15 Euro, die so ein Programm kostet im Monat, sind es auf jeden Fall wert. Und meine Meinung ist, ich würde mich als junger Selbstständiger, als Gründer immer darauf fokussieren, mehr Umsatz zu machen. Ich würde mich niemals um Eurobeträge streiten und irgendwie gucken, wo kannst du noch 3,50 Mark sparen. Das ist meine Erfahrung, hat sich nie gelohnt. Lieber mehr Umsatz machen. Ja, weil das ist das, was man lernen muss. Du musst ja sowieso sehr viel lernen, wenn du dich selbstständig machst. Also auch die Frage, wann kaufen Menschen überhaupt Produkte und Dienstleistungen? Auch das muss man erstmal lernen. Wie funktioniert eigentlich Angebot und Nachfrage so richtig? Wie kann ich ein Angebot entwickeln, das die Leute unbedingt haben wollen, dass man mir aus den Händen reißt? Wie kriege ich das Angebot dann noch vermarktet? Wie kriege ich es noch verkauft? Wie kriege ich es erfüllt? Also jedes Unternehmen, jede Selbstständigkeit hat ja verschiedene Bausteine und Komponenten und da kommt ganz, ganz viel auf einen zu, was man lernen muss. Und da ist man schon beschäftigt genug. Da braucht man nicht nervös durch die Gegend zu rennen und überall noch zu gucken, wo kann ich noch 2 Euro pro Monat sparen, sondern ich bin auch ein bisschen, also mag vielleicht blöd klingen, aber ich bin der Meinung, es gibt auch in gewisser Weise das Gesetz der Anziehung. Das habe ich mir nicht ausgedacht, das gibt es tatsächlich. Und das besagt, du bekommst immer das, was du gibst. So, und wenn ich jetzt überall, ich sag mal, geizig durch die Gegend renne und irgendwie mit Missgunst versuche, alles noch irgendwie an Kosten zu drücken und irgendwie meine
meine Subunternehmer vielleicht auch noch schlecht behandle und überall noch runterhandle, dann brauche ich mich nicht zu wundern, wenn ich auf einmal irgendwelche Kunden habe, die genau das Gleiche mit mir machen. Also ich persönlich kann aus meinem Lebensweg sagen, bin nie schlecht damit gefahren, die Dinge, die notwendig sind, auch auszugeben, auch zu investieren. Und da würde ich so eine Buchführungssoftware für ein paar Euro im Monat auf jeden Fall auch als notwendig erachten und als sinnvoll sehen. Egal wie wenig Umsatz man macht, das ist immer sinnvoll und das ist auch immer notwendig, meiner Meinung nach. Jedenfalls in der aktuellen Zeit. Und auf der anderen Seite würde ich aber genauso auch beispielsweise Freelancer, Subunternehmer, Dienstleister, die für mich irgendwas machen, behandeln, weil nur dann kann ich auch wirklich überhaupt was zurückbekommen. Bin ich fest von überzeugt, es gibt Leute, die da ganz geizig und kriescremig durch die Gegend laufen und das sind tatsächlich, ich kenne keinen, der so ist und erfolgreich ist. Die meisten, die ich kenne, die wirklich sehr, sehr gute Unternehmer sind, sehr, sehr viel Geld verdienen, sind Leute, die überhaupt kein Problem damit haben, in ein Restaurant zu gehen und auch mal 60 Euro für ein gutes Steak auf den Tisch zu legen, weil sie sagen, das ist geil, das ist eine gute Qualität, da bin ich bereit, auch Geld für zu bezahlen. Also das ist eine grundlegende Frage des Mindsets. Ich mag den Begriff Mindset auch nicht, aber ich würde jedenfalls so eine Buchführungssoftware ganz deutlich jedem ans Herz legen. Das macht auf jeden Fall Sinn, aus verschiedenen Gründen. Und man sollte aus meiner Sicht eben sich am Anfang vor allem darauf fokussieren, mehr Umsatz zu machen, die Spielregeln des Marktes zu verstehen, wie kriege ich meine Sachen an den Kunden gebracht. Und man sollte sich seine Zeit nicht damit beschränken, in irgendeinem Mangeldenken, irgendwelche komischen Eurobeträge irgendwo noch rumzustreiten oder irgendwo, weiß ich nicht, wegen 20 Euro groß rumzudiskutieren. Das lohnt sich einfach nicht. Ja, also unterschreibe ich so zu 100%. Ich weiß, vor allen Dingen, weil auch gerade solche Regelungen wie die Kleinunternehmerregelung führen auch manchmal so ganz unbewusst dazu, dass man sich überlegt, wie viel Geld darf ich dieses Jahr noch verdienen? Was für eine doofe Frage. Alles, was du kannst, dann bist du halt im Zweifel kein Kleinunternehmer mehr. So what? Herzlichen Glückwunsch. Das kann ja kein Ziel sein, unter Hinzuverdienstgrenzen oder unter Kleinunternehmergrenzen zu sein. Das darf ja nicht das Ziel sein, so. Und das ist genau der Punkt, den du auch ansprichst. Und ein bisschen verleiten natürlich solche Grenzen, wie zum Beispiel die Kleinunternehmergrenze, so ein bisschen dazu, so zu denken, dass man sagt, man muss jetzt irgendwie drunter bleiben. Nee, muss man auch nicht. Hinter der Grenze wartet kein Ungeheuer, sondern dahinter wartet erstmal, ich würde mal sagen, der große Ozean. Danach kann man Millionen machen. Und deswegen fand ich diese so sehr platte und stumpfe Bemerkung, nee, ich bin kein Kleinunternehmer, ich bin Großunternehmer. Man muss dazu sagen, der war Gründer, der hat noch keinen Cent Umsatz gemacht. Das war eher so, dass er reingegangen ist und gesagt, nee, ich habe ja keinen Bock auf klein, ich mache das gleich richtig, ich will das professionell machen, ich meine das ernst. Und genau das sind ja so die Punkte. Und deswegen finde ich diese sehr flapsige Bemerkung von dem Mandanten, fand ich Weltklasse, weil das genau das ausdrückt, was du gerade auch gesagt hast. Deswegen unterschreibe ich zu 100%. Und was ich also als Gedankenspiel immer ganz witzig finde, ist, du kannst auf der Kostenseite nur maximal 100% sparen. Auf der Einnahmenseite kann es aber auch um 1000% wachsen. Und das finde ich auch immer ganz witzig. Weil nach oben geht immer. Nach unten geht nach alles eingespart und keinen Cent mehr ausgegeben, geht halt nichts mehr. Genau, ich hatte zum Beispiel auch zuletzt einen Mandanten, also der war tatsächlich Mandant. Ich habe mich ja sehr stark spezialisiert auf eine Branche, Finanzdienstleister. Und meine Honorare sind immer pauschal. Also ich habe feste Abogebühren. Es ist egal, wie viel oder wenig du verdienst. Ich koste immer das Gleiche. Ja. Und es ist bei den Pauschalen so, dass wenn du, ich sag mal, Umsatz 80.000 Euro aufwärts machst, bist du bei mir sogar noch einen Ticken günstiger als bei einem anderen Steuerberater, die nach Vergütungsverordnung abrechnen, wo es sich nach dem Einkommen richtet. Wenn man natürlich etwas weniger Umsatz macht als 80.000, dann ist man bei mir potenziell etwas teurer dran als bei anderen Steuerberatern. Aber der Service ist eben auch viel, viel besser. Und da hatte ich zuletzt auch einen Mandanten, der hat gegründet und der hat dann auch gesagt, also der hat das dann erstmal gemacht und nachdem dann monatlich die Rechnungen über die Abogebühren, also über die Servicegebühren von mir dann reingeflattert sind, hat er dann irgendwann auch die Frage gestellt, brauche ich das jetzt? Muss es jetzt wirklich so sein? Also die Honorare sind jetzt nicht so teuer, ja, wir reden von 200 Euro im Monat, das ist jetzt nicht ein super teurer Steuerberater, aber wenn du natürlich startest, ist es möglicherweise viel. Und dann hatten wir telefoniert und dann habe ich gesagt, naja, also was soll die Frage? Also ich stimme dir zu, wenn du bei 30.000 Euro Umsatz bist, ist vielleicht 200 Euro im Monat für einen Steuerberater viel. Also dann sind das halt 3.000 Euro im Jahr, wenn man es mal hochrechnet mit einem Pipapo, dann sind das halt 10% vom Umsatz. Ja, da müsste man überlegen, ob das noch ein bisschen günstiger geht. Aber das suggeriert ja, dass du die ganze Zeit bei 30.000 Euro Umsatz bleibst. Willst du bei 30.000 Euro Umsatz bleiben? Ich hatte dich jetzt in unserem ersten Gespräch so verstanden, dass du jemand bist, der noch Ambitionen hat, weil ansonsten hättest du dich ja gar nicht selbstständig machen müssen. Und dann war sofort die ganze Diskussion um das Honorar erledigt.
Ja. Und man muss nur manchmal Gründer daran erinnern, warum sie sich eigentlich selbstständig gemacht haben, weil irgendwann kommt so ein gewisses Maß an Komfort, es reicht alles und dann fängst du auf einmal an irgendeiner Kostenschraube zu drehen, die gar keinen Sinn macht, anstatt dich darauf zu fokussieren, mehr Umsatz zu machen. Und ich habe für mich einfach gelernt, mehr Umsatz ist eigentlich die Lösung für alles. Also dieses Mangeldenken von, ich muss jetzt hier überall Kosten irgendwie runter reduzieren und noch jemanden entlassen. Nee, einfach mehr Umsatz machen, dann kannst du noch mehr Leute einstellen. Ist doch viel besser. Ja, also das ist jetzt natürlich allgemeingültig. Gerade das Thema Steuerberaterrechnung ist für viele Selbstständige absolute Red Flag und ich muss ehrlicherweise sagen, auch absolut zu Recht in einigen Fällen, wenn ich da immer sehe, ist ein Thema für eine andere Folge, glaube ich. Wenn ich aber sehe, dass ich 20 Euro für Porto-Auslage und so einen Schwachsinn zahlen muss und ich in meinem Leben noch nie einen Brief mit diesem Typ geschickt habe und ich auch sofort einen Steuerberater wechseln würde und er mir trotzdem jedes Mal 20, 30 Euro dafür irgendwelche Postauslagen, Portoersatz und was weiß ich was abrechnet, dann frage ich mich auch, worüber wir gerade reden. Aber das, was du sagst, gilt ja für alle. Das gilt ja für alle Dienstleister. Das ist ja, ich will mal sagen, das ist ja, kann ja jeder Dienstleister für sich mitnehmen, so mit den Kunden auf dieser Basis zu kommunizieren. Und es gibt gefühlt ja heutzutage auch nichts Teureres als menschliche Dienstleistung und Service. Wenn irgendwo irgendwas automatisiert ist, eine Softwarelösung, ist relativ einfach, da noch eine Lizenz zusätzlich zu verkaufen. Dass man wirklich einen Mensch dafür bezahlt, Dinge für einen zu erledigen, ist in einigen Bereichen auch erstmal einfach Luxus. Oder halt eine sinnvolle Investition, je nachdem. Aber das muss einem halt auch bewusst sein, dass das dann halt auch Arbeit ist. Und das gilt für jeden Bereich, auch Handwerk und so weiter. Wer an der falschen Stelle spart, der zahlt halt zweimal. Das ist dann halt unterm Strich kein wirklich sinnvolles Sparen, um es mal so zu sagen. Gut, vielen, vielen Dank dir. Vielen, vielen Dank, liebe Zuschauer und liebe Zuhörer, für eure Zeit, für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns in der nächsten Folge, die dieses Mal auch ein wenig schneller kommt. Und wir hatten jetzt eine lange Pause. Diese Pause, das ist unser Neujahrsvorsatz für 2025. Muss man dazu sagen, es lag in erster Linie an mir. Das wird 2025 nicht mehr so lange dauern bis zur nächsten Folge. Ich glaube, jetzt haben wir 3 Monate, dann kommen wir nächstes Jahr nur auf 4 Folgen. Das wird schwierig. Ich verspreche hiermit, wir werden nächstes Jahr mehr als 4 Folgen produzieren und veröffentlichen und aufnehmen. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.